Hallo ihr Lieben, ich habe für euch das beste Blitzrezept für einen super leckeren Blechkuchen. Und zwar Zitronen-Buttermilchkuchen mit Äpfeln. Das ist eine super leckere Kombi, probiert sie unbedingt aus. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen, kommen wir direkt zu der Zubereitung. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Als erstes habe ich hier weiche Butter, die wird erstmal kurz mit einem Handrührgerät aufgeschlagen, dass sie etwas locker wird. Dann füge ich Vanillezucker und Zucker hinzu und das Ganze wird so circa 3 Minuten auf höchster Stufe verrührt. Die Eier gebe ich einzeln hinzu, das heißt insgesamt 4. Ich nehme immer erst ein Ei, rühre das Ganze so circa 20-30 Sekunden lang ein. Dann kommt das zweite Ei, wieder 20-30 Sekunden lang einrühren und so weiter, bis ihr die Eier aufgebraucht habt. So verbinden sich die Eier besser mit der Butter. Idealerweise haben die Eier ebenfalls Zimmertemperatur wie die Butter. Falls ihr kalte Eier zu der warmen Butter hinzufügt, dann gerinnt das Ganze und ihr habt so kleine Klümpchen drin. Wenn die Eier dann komplett untergerührt sind, gebe ich dann Buttermilch hinzu. Die ist bei mir ebenfalls nicht eiskalt, die habe ich am Vorabend aus dem Kühlschrank genommen. Dann gebe ich Zitronensaft und Zitronenabrieb hinein. Zitronenabrieb hatte ich schon in dem Zitronensaft drin. Und dann Mehl mit Backpulver gemischt und das gebe ich jetzt ebenfalls hinein. Sobald das Mehl jetzt reingekommen ist, ziemlich zügig unterarbeiten, nicht zu lange rumrühren, damit es am Ende ein schöner, flockiger Kuchen wird. Nachdem ich das Mehl kurz und knackig untergehoben habe, kommen jetzt die klein geschnittenen Äpfel dazu. Die werden jetzt einfach mit dem Teigschaber so lange untergemischt, bis alles schön gut verteilt ist. Dann braucht ihr ein Backblech mit Backpapier. Falls ihr den Kuchen noch höher haben möchtet, dann wählt ein kleineres Backblech und darauf füllt ihr dann den Teig. Nachdem ihr den Teig dann auf das Backblech gleichmäßig glatt verteilt habt, kommt er in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze zwischen 25 und 35 Minuten. Nach ungefähr 30 Minuten ist er bei mir schon fertig. Dann habe ich ein bisschen Puderzucker drüber gestreut. Ihr könnt natürlich auch einen Puderzuckerguss anrühren mit etwas Zitronensaft und das dann drüber streichen. Ihr könnt diesen Kuchen warm und auch kalt genießen. Ein himmlisch leckerer Genuss. Probiert ihn unbedingt aus. Die Mischung von Zitrone und Äpfel passt perfekt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.